Wie würden Sie diese ersten 100 Tage umreißen? Was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn, wenn Sie an Friedrich Merz denken? Wie beurteilen Sie den Bundeskanzler? Das Bild, das einem einfällt, ist ein leistungswilliges Tier in einem engen Käfig. Friedrich Merz trat an mit großen Versprechen, linke Politik sei vorbei, das Migrationsproblem würde gelöst, Deutschland würde wieder eine nennenswerte außenpolitische Rolle spielen. Ja, und er hat sich auch bemüht an diesen Stellen, aber bemühen ist nicht dasselbe wie etwas zu erreichen, denn sein Problem ist, dass er eine Koalition eingehen musste mit einer Partei, die eine Politikwende eben gerade nicht will, eine Partei, die er aber braucht, die ihn folglich erpressen kann, nämlich die SPD, während er sich strategisch unklug sämtliche Möglichkeiten verbaut hat, durch partielle Zusammenarbeit mit der AfD sich dem Erpressungsdruck der SPD entgegenzusetzen. Und deswegen ist aus einem groß angekündigten Anfang wesentlich weniger geworden, als sich viele erhofft haben, und deswegen auch eine große Enttäuschung in Deutschland über die ersten 100 Tage dieser neuen Regierung. Gibt es etwas Inhaltliches, Sachliches, das er in den ersten 100 Tagen gut gemacht hat? Ja, er hat es seinem Innenminister ermöglicht, in der Migrationspolitik die bitter notwendige Wende einzuleiten. Dass er das der SPD abgetrotzt hat, das konnte man freilich auch von einer wesentlich größeren Partei wie der Union verlangen. Aber das ist es dann im Grunde auch schon. In anderen Bereichen wie dem Weitergehen der deutschen Staatsverschuldung, auch in der weiteren Fesselung der deutschen Wirtschaft, überall dort legt sich sozialdemokratisches Denken wie Mehltau über die Rhetorik und über das Denken in diesem Lande. Was ist der größte Fehler von Friedrich Merz? Der größte Fehler ist, dass er gerne in der Außenpolitik unterwegs ist und die Niederungen der Innenpolitik nicht bedenkt. Das war unlängst so, als eine Richterin für das Bundesverfassungsgericht von ihm unterstützt worden ist, die ausdrücklich die menschliche Würde erst nach der Geburt, um es so verknappt auszudrücken, beginnen lassen wollte, und er keinerlei Gewissensbedenken dagegen zu haben behauptete, und das als Chef einer Partei, die das Christliche im Namen führt. Das hat natürlich einen Aufstand ausgelöst. Und selbst in der Außenpolitik ist er so sattelfest auch nicht, dass ausgerechnet Deutschland Israel Vorschriften macht, wie es denn den Gazakrieg zu führen hätte, und widrigenfalls Israel durch ein Waffenembargo für im Gazakrieg einzusetzende militärische Ausrüstung bedroht. Das spurt aus bisherigen Traditionen deutscher Israelpolitik und bekommt ihm innenpolitisch sehr, sehr schlecht. Was wäre oder was ist aktuell Deutschlands Rolle auf dieser Welt? Außenpolitisch muss Deutschland in der Europäischen Union wieder jene Führungsrolle spielen, die diesem Land aufgrund seiner Größe, seiner Bedeutung, auch seiner geografischen Lage zukommt. Deutschland muss eine Führungskraft in der Europäischen Union sein, aber eine Führungskraft, die nicht nur mit den zwei benachbarten großen Staaten Frankreich und Polen zusammenwirkt, sondern auch gerade die Interessen der kleinen europäischen Staaten, auch der kleinen osteuropäischen Staaten im Auge hat und natürlich auch Italien nicht vernachlässigen darf. Also Deutschland in der Europäischen Union und als Anschlussbemerkung dazu die Rolle Deutschlands in der NATO, dass Deutschland nicht länger ein Trittbrettfahrer in der NATO ist, sondern zum Verteidigungsbündnis auch einen aktiven Beitrag leistet. An dieser Stelle ist die Bundesrepublik Deutschland derzeit besser aufgestellt als noch vor 3-4 Jahren, und wollen wir hoffen, dass die Wiedererlangung einer deutschen gemeinschaftsdienlichen Führungsposition in Europa weiter vorangeht. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Trümmerhaufen sich an den nächsten reihte, die physischen und die seelischen, die moralischen Trümmerhaufen, hat sich auch die Generation von damals im Krieg traumatisiert und auch traumatisiert durch die Diktatur, oft die Diktatur mitgetragen habend, berappelt, und hat eigentlich ein ziemlich gutes Land aufgebaut, weil man eingesehen hat, dass der vorherige Weg ein falscher gewesen ist. Sobald in Deutschland eingesehen wird, was wir alles falsch gemacht haben, und ich wiederhole mich, bei Migration, Energiepolitik, Sicherheitspolitik und so weiter, gibt es dann auch immer noch eine große Fähigkeit, das Falschgelaufene zu korrigieren. Ob sich das durchhält, wenn die Migration weitergeht, ohne dass wir es schaffen, diejenigen, die zu uns kommen, zu integrieren, wenn wir es nicht schaffen,
traditionelle deutsche Wertemuster auf die Neubürger zu übertragen. Ob dann also diese Kraft dieses Landes weiterhin besteht, das ist die offene Frage. Und es ist so töricht, dass wir es darauf ankommen lassen, an die Grenzen zu gehen, um zu erkunden, ob wir noch in der Lage sind, uns zu reformieren.